Hallo meine Lieben, heute probieren wir mal etwas Neues. Ich habe meine Freundin Anja aus Österreich dabei und gemeinsam machen wir heute zum ersten Mal eine Shadowing-Übung. Zuerst führen wir einen kleinen Dialog auf B1-Niveau zum Thema Sommerurlaub. Danach üben wir viele nützliche Sätze rund ums Reisen. Ich spreche jeden Satz einmal vor und Anja wiederholt ihn direkt danach. So könnt ihr jeden Satz gleich zweimal hören, mitsprechen und eure Aussprache ganz entspannt trainieren. Gleichzeitig erweitert ihr euren Wortschatz und hört zwei verschiedene Akzente, denn Anja kommt aus Österreich. Ich hoffe, euch gefällt dieses neue Format. Schreibt mir am Ende unbedingt in die Kommentare, ob ihr mehr Videos dieser Art sehen möchtet. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Los geht's! Hallo Anja! Schön, dass du heute dabei bist. Der Sommer hat ja gerade begonnen, deshalb würde mich interessieren, ob du dieses Jahr schon Pläne für deinen Urlaub hast oder ob du noch ganz spontan entscheidest, wohin du reisen möchtest. Danke, ich freue mich auch, hier zu sein. Tatsächlich habe ich meinen Urlaub schon geplant. Ende Juli fahre ich für 10 Tage nach Italien. Ich freue mich besonders auf das warme Wetter, das gute Essen und darauf, einfach ein bisschen abzuschalten und die Zeit am Meer zu genießen. Das klingt wirklich nach einem schönen Urlaub. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht ganz sicher, wohin ich fahren möchte. Im Moment überlege ich, ob ich ein paar Tage ans Meer fahren oder lieber in die Berge gehen soll. Beides hat seine Vorteile, deshalb fällt mir die Entscheidung gar nicht so leicht. Das kann ich gut verstehen. Ich finde, das hängt auch davon ab, was man im Urlaub machen möchte. Wenn ich mich richtig erholen will, fahre ich am liebsten ans Meer. Wenn ich dagegen aktiv sein möchte, gehe ich gern wandern und verbringe viel Zeit in der Natur. Wie reist du eigentlich am liebsten? Fährst du meistens mit dem Auto, mit dem Zug oder fliegst du in den Urlaub? Ich nehme oft den Zug, weil ich die Fahrt entspannter finde und unterwegs lesen oder einfach aus dem Fenster schauen kann. Das ist bei mir ganz unterschiedlich. Für kürzere Reisen nehme ich meistens das Auto, aber für längere Strecken fliege ich manchmal auch. Dieses Jahr fahren wir allerdings mit dem Auto nach Italien, weil wir unterwegs flexibel sein möchten und noch ein paar andere Orte besuchen wollen. Das klingt nach einem tollen Plan. Ich wünsche dir jetzt schon einen wunderschönen Urlaub und hoffe, dass ihr ganz viel Sonne habt. Vielleicht bekomme ich durch unser Gespräch ja sogar Lust, meinen eigenen Sommerurlaub endlich zu buchen. So, das war unser kleiner Dialog zum Thema Sommerurlaub. Jetzt beginnt der Shadowing-Teil. Falls ihr Shadowing noch nicht kennt, dabei hört ihr einen Satz und sprecht ihn direkt laut nach. Das hilft euch, eure Aussprache, eure Intonation und euren Redefluss zu verbessern. Heute machen wir das ein bisschen anders. Ich sage jeden Satz einmal vor und Anja wiederholt genau denselben Satz. So könnt ihr jeden Satz gleich zweimal hören und danach selbst laut mitsprechen. Versucht unsere Aussprache, unseren Rhythmus und unsere Betonung möglichst genau nachzuahmen. Macht euch keine Sorgen, wenn es am Anfang noch nicht perfekt klappt. Mit jeder Wiederholung werdet ihr sicherer. Seid ihr bereit? Dann legen wir los. Ich freue mich schon sehr auf meinen Sommerurlaub. Ich freue mich schon sehr auf meinen Sommerurlaub. Dieses Jahr möchte ich ans Meer fahren. Dieses Jahr möchte ich ans Meer fahren. Letztes Jahr war ich in Spanien. Letztes Jahr war ich in Spanien. Dieses Jahr möchte ich ein neues Land entdecken. Dieses Jahr möchte ich ein neues Land entdecken. Ich reise am liebsten mit dem Zug. Ich reise am liebsten mit dem Zug. Manchmal fliege ich auch mit dem Flugzeug. Manchmal fliege ich auch mit dem Flugzeug. Wir haben eine Ferienwohnung direkt am Strand gefunden. Wir haben eine Ferienwohnung direkt am Strand gefunden. Die Unterkunft sieht sehr schön aus. Die Unterkunft sieht sehr schön aus. Ich hoffe, dass das Wetter gut wird. Ich hoffe, dass das Wetter gut wird. Im Sommer scheint oft die Sonne. Im Sommer scheint oft die Sonne. Ich nehme immer Sonnencreme mit. Ich nehme immer Sonnencreme mit. Ich packe meinen Koffer ein paar Tage vor der Abreise.
Ich packe meinen Koffer ein paar Tage vor der Abreise. Ich vergesse fast immer etwas. Ich vergesse fast immer etwas. Zum Glück kann man vieles vor Ort kaufen. Zum Glück kann man vieles vor Ort kaufen. Ich nehme nicht zu viel Gepäck mit. Ich nehme nicht zu viel Gepäck mit. Mein Reisepass ist schon eingepackt. Mein Reisepass ist schon eingepackt. Ich habe auch meine Reiseversicherung abgeschlossen. Ich habe auch meine Reiseversicherung abgeschlossen. Am Flughafen muss man manchmal lange warten. Am Flughafen muss man manchmal lange warten. Zum Glück war unser Flug pünktlich. Zum Glück war unser Flug pünktlich. Ich sitze am liebsten am Fenster. Ich sitze am liebsten am Fenster. Der Flug war angenehm und ruhig. Der Flug war angenehm und ruhig. Nach der Landung haben wir ein Taxi genommen. Nach der Landung haben wir ein Taxi genommen. Unser Hotel liegt ganz in der Nähe vom Strand. Unser Hotel liegt ganz in der Nähe vom Strand. Von unserem Balkon haben wir einen schönen Ausblick. Von unserem Balkon haben wir einen schönen Ausblick. Jeden Morgen frühstücken wir auf der Terrasse. Jeden Morgen frühstücken wir auf der Terrasse. Im Urlaub stehe ich gerne etwas später auf. Im Urlaub stehe ich gerne etwas später auf. Ich muss morgens keinen Wecker stellen. Ich muss morgens keinen Wecker stellen. Endlich habe ich Zeit zum Entspannen. Endlich habe ich Zeit zum Entspannen. Ich lese gerne ein Buch am Strand. Ich lese gerne ein Buch am Strand. Ich gehe fast jeden Tag schwimmen. Ich gehe fast jeden Tag schwimmen. Das Wasser ist angenehm warm. Das Wasser ist angenehm warm. Ich mache gerne lange Spaziergänge am Meer. Ich mache gerne lange Spaziergänge am Meer. Abends sehen wir uns den Sonnenuntergang an. Abends sehen wir uns den Sonnenuntergang an. Wir machen viele Fotos im Urlaub. Wir machen viele Fotos im Urlaub. Ich möchte schöne Erinnerungen sammeln. Ich möchte schöne Erinnerungen sammeln. Ich probiere gerne die lokale Küche. Ich probiere gerne die lokale Küche. Ich esse gerne frischen Fisch. Ich esse gerne frischen Fisch. Natürlich darf auch ein Eis nicht fehlen. Natürlich darf auch ein Eis nicht fehlen. Ich trinke bei heißem Wetter viel Wasser. Ich trinke bei heißem Wetter viel Wasser. Ab und zu gönne ich mir einen Cocktail. Ab und zu gönne ich mir einen Cocktail. Wir besuchen viele Sehenswürdigkeiten. Wir besuchen viele Sehenswürdigkeiten. Besonders interessant finde ich alte Städte. Besonders interessant finde ich alte Städte. Ich lerne gerne etwas über die Geschichte eines Landes. Ich lerne gerne etwas über die Geschichte eines Landes. Manchmal machen wir eine Stadtführung. Manchmal machen wir eine Stadtführung. Wir besuchen auch kleine Dörfer. Wir besuchen auch kleine Dörfer. Dort ist es oft ruhiger als in der Stadt. Dort ist es oft ruhiger als in der Stadt. Ich kaufe gerne Souvenirs für meine Familie. Ich kaufe gerne Souvenirs für meine Familie. Postkarten schreibe ich nur noch selten. Postkarten schreibe ich nur noch selten. Ich genieße die entspannte Atmosphäre. Ich genieße die entspannte Atmosphäre. Im Urlaub habe ich endlich Zeit für mich. Im Urlaub habe ich endlich Zeit für mich. Ich möchte einfach abschalten. Ich möchte einfach abschalten. Ich versuche, nicht ständig auf mein Handy zu schauen. Ich versuche, nicht ständig auf mein Handy zu schauen. Das gelingt mir leider nicht immer. Das gelingt mir leider nicht immer. Im Urlaub schlafe ich besonders gut. Im Urlaub schlafe ich besonders gut. Ich genieße jede Minute. Ich genieße jede Minute. Manchmal mieten wir Fahrräder. Manchmal mieten wir Fahrräder. So können wir die Umgebung besser erkunden. So können wir die Umgebung besser erkunden. Wir machen gerne einen Tagesausflug. Wir machen gerne einen Tagesausflug. Unterwegs entdecken wir oft schöne Orte. Unterwegs entdecken wir oft schöne Orte.
Ich mag kleine Cafés mit regionalen Spezialitäten. Ich mag kleine Cafés mit regionalen Spezialitäten. Ein guter Kaffee gehört für mich einfach dazu. Ein guter Kaffee gehört für mich einfach dazu. Ich esse gerne draußen im Restaurant. Ich esse gerne draußen im Restaurant. Abends ist die Stimmung besonders schön. Abends ist die Stimmung besonders schön. Überall sitzen Menschen zusammen und genießen den Sommer. Überall sitzen Menschen zusammen und genießen den Sommer. Ich liebe warme Sommerabende. Ich liebe warme Sommerabende. Nach dem Essen machen wir oft noch einen Spaziergang. Nach dem Essen machen wir oft noch einen Spaziergang. Ich höre gerne das Rauschen der Wellen. Ich höre gerne das Rauschen der Wellen. Das hilft mir, mich zu entspannen. Das hilft mir, mich zu entspannen. Der Urlaub vergeht immer viel zu schnell. Der Urlaub vergeht immer viel zu schnell. Am Ende möchte ich gar nicht nach Hause fahren. Am Ende möchte ich gar nicht nach Hause fahren. Trotzdem freue ich mich immer auf mein eigenes Bett. Trotzdem freue ich mich immer auf mein eigenes Bett. Nach dem Urlaub fühle ich mich erholt. Nach dem Urlaub fühle ich mich erholt. Ich denke gerne an meinen Urlaub zurück. Ich denke gerne an meinen Urlaub zurück. Schon jetzt freue ich mich auf die nächste Reise. Schon jetzt freue ich mich auf die nächste Reise. Super, das war unsere erste gemeinsame Shadowing-Übung. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und dass ihr fleißig mitgesprochen habt. Je öfter ihr solche Übungen macht, desto leichter wird euch das Sprechen fallen. Am Anfang fühlt es sich vielleicht noch etwas ungewohnt an, laut mitzusprechen, aber genau das ist der Schlüssel. Mit jeder Wiederholung verbessert ihr eure Aussprache, euren Rhythmus und eure Sprachmelodie. Jetzt bin ich natürlich neugierig auf euch. Habt ihr diesen Sommer schon einen Urlaub geplant? Wenn ja, wohin geht die Reise? Fahrt ihr ans Meer, in die Berge oder vielleicht in eine interessante Stadt? Oder bleibt ihr dieses Jahr zu Hause? Und falls ihr euren Sommerurlaub schon hinter euch habt, erzählt doch gerne, wo ihr wart. Was hat euch am besten gefallen? Würdet ihr das Reiseziel weiterempfehlen? Ich bin immer auf der Suche nach neuen Ideen und freue mich jedes Mal, eure Kommentare zu lesen. Bei mir steht der Sommerurlaub ehrlich gesagt noch nicht ganz fest. Ich habe zwar schon ein paar Ideen, aber ich kann mich noch nicht entscheiden. Einerseits würde ich unglaublich gerne ein paar Tage am Meer verbringen. Einfach schwimmen, spazieren gehen, die Sonne genießen und endlich wieder ein gutes Buch lesen. Andererseits liebe ich auch Städtereisen. Ich finde es spannend, neue Cafés zu entdecken, durch kleine Gassen zu laufen, Museen zu besuchen und das lokale Essen auszuprobieren. Vielleicht schaffe ich dieses Jahr sogar beides. Ein paar entspannte Tage am Meer und anschließend noch einen kurzen Städtetrip. Mal sehen. Falls ihr übrigens ein Reiseziel habt, das ihr mir unbedingt empfehlen könnt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich immer über neue Inspiration. Mich würde außerdem interessieren, ob ihr den Unterschied zwischen meinem Akzent und Anjas österreichischem Akzent gehört habt. Gab es Wörter, die für euch anders geklungen haben? Vielleicht ist euch eine andere Aussprache oder Betonung aufgefallen. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, welche Unterschiede ihr gehört habt und welche Wörter euch besonders aufgefallen sind. Ich bin wirklich gespannt auf eure Antworten. Und natürlich möchte ich wissen, wie euch dieses neue Format gefallen hat. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da und abonniert den Kanal, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sommer, ganz egal, ob ihr verreist oder zu Hause bleibt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss!